Ja. Atme die Freiheit. Habt ihr das gehört, Leute? Ja, ich weiß nicht so ganz, wie man Freiheit atmen soll. Aber ey. So, wir gehen jetzt nochmal runter, denn wir müssen doch noch ein paar Sachen auch scannen, damit wir vorwärts kommen. Ich meine sogar, dass hier irgendwo, aber das wurde leider noch nicht so wirklich located, so wie ich das mitbekomme. Oder mitbekommen habe. Es gibt nämlich hier noch so eine kleine nicht Versorgungsstation, so ein Notfallding. Aber wir schwimmen jetzt erstmal nochmal zurück. Und nach unten. Es ist krass, wie neblig das hier ist. Und schau mal, was wir jetzt so scannen können. Bei irgendwas. Ach, diese bedrohlichen Viecher hier. So, wir brauchen auf jeden Fall die Tischkorallenproben. Das weiß ich noch. Ich meine aber, dass wir nur 2 gebraucht haben. So, dann gehen wir mal weiter. Nehmen auf jeden Fall diese Geißelkörbchen hier wieder mit. Weil davon kann man nicht genug haben. Besonders, weil wir halt auch Batterien herstellen müssen. So. Da oben ist so ein Vieh. Da gehen wir direkt mal ein bisschen tiefer. Bevor uns das bemerkt. So, dann gehen wir mal hier so ein bisschen rum und gucken mal. Irgendwas Sinnvolles finden. Ja, den Schreibtisch brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Aber wir scannen dennoch alles ein. Es ist alles irgendwo sinnvoll. So, da müssen wir nicht nochmal rein. Zumindest momentan nicht. Da oben. Müssen wir dann aufpassen. Oh oh. Da oben ist auch noch eins. Ich meine, da oben wäre auch noch was zum Scannen. Mal gucken. Nee. Tatsächlich nicht. Oh, da sind so viele von denen. Kriege ich ja schon ein bisschen Muffensausen hier, ne? Die sollten uns nicht treffen, müssen aber tatsächlich dahin. Und da sind halt so viele. Und das habe ich tatsächlich beim letzten Playthrough, beziehungsweise nicht Playthrough, bei der letzten Aufnahme habe ich das tatsächlich gar nicht realisiert, wie viele da eigentlich sind. Die Seebahn brauchen wir auf jeden Fall. Oh ne, ich habe mich erschreckt vor einer Pflanze, okay. Leute. Okay. Bisschen schnieki-schniek. Ups. So, dann können wir nämlich die Seebahn auch machen. Da fehlt uns aber noch einiges zu. So, mal gerade gucken, ob wir da vielleicht doch hinkommen. Wir müssen auf jeden Fall erstmal Sauerstoff holen. Seebahn-Tiefenmodul. Interessant. Okay. Bedrohlich. Oh mein Gott, no! Nimm das mit, nimm das mit, nimm das mit. Ist es immer noch hinter mir her? Oh ja, eigentlich schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, heute haben wir nicht so einen guten Tag. Ich merke schon. Es ist so nah. Es ist so nah. Ich glaube, es hat uns in Ruhe gelassen. Oh, okay. Wir schwimmen jetzt erstmal zurück. Und werden gleich noch woanders hingehen. Ich muss mal gerade überlegen, wo das war.
Tatsächlich ist das hier was Neues. Das habe ich das letzte Mal absolut gar nicht gesehen. Was gibt's denn hier so? Gibt's hier was Gutes? Nee, das da. Oh, der Mineraldetektor. Nee, das brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Weil wir ja eh nichts essen. Okay, ich glaube, sonst ist hier nix, ne? Wo mussten wir denn? Ich glaube, wir müssen... Ich schau mal gerade. Ich glaube, wir mussten irgendwo nach da. Halt schauen, wo unsere Kapsel ist. Ja. Ich meine, dass hier nicht sein sollte. Das revidiere ich tatsächlich. Dass hier nichts sein sollte. Ich weiß gerade nicht, wo ich hinschwimme. Ich habe sehr viel Angst gerade, dass uns das fixiert. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das erste Mal... Okay, perfekt. Da müssen wir nämlich hin. Ob wir bei der ersten Aufnahme vielleicht sogar ein bisschen buggy waren, denn diese Viecher, die hatte ich tatsächlich nicht. Oder ich habe sie nicht gesehen, das kann natürlich auch sein. Okay. Ja, dann sind wir jetzt hier. Können erstmal rumscannen. Erstmal den Kaffeeautomaten. Kaffee ist wichtig, Leute. Besonders wenn man so eine anstrengende Zeit im Wasser hat. Immer sehr zu empfehlen. Die Bank auch. Brauchen ja Deko-Objekte, ne? Oh, ich weiß, glaube ich, wo ich was vergessen habe. Sehe ich gar nicht ein, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Wollte ich nur mal gesagt haben. Was gibt's denn hier Schönes? Gibt's denn hier irgendwas? Okay, nee. Was wir noch brauchen, ist auf jeden Fall das Konstruktionswerkzeug. Das wäre natürlich schon sehr, sehr optimal, wenn wir das hätten. Ich sehe fast gar nichts. Ist denn hier irgendwas Schönes? Was ist denn das? Oh, ein Schwefelkristall. Das könnte natürlich sehr, sehr nützlich sein. Wir können auch Schnee einsammeln, aber ich weiß gerade noch nicht wofür. Wahrscheinlich um uns Wasser herzustellen oder so. Nehmen wir mal mehr davon mit. Gehen wir mal hier den Berg hoch. Okay, hier geht's wieder raus. Ich glaube, hier war noch was. Leider haben wir den Mineraldetektor schon. Das heißt, ist gerade sehr sinnfrei. So, wir lesen uns das mal durch. Emanuels Sonderwunsch. Emanuel gab mir diesen modifizierten Scanner und sagte, ich brauche mehr Duschköpfe. Dies sollte dich zu den notwendigen Mineralien führen. Was? Er sagte mir auch, ich solle es nicht an die große Glocke hängen. Das ist es wohl, was einem ein Masterabschluss in angewandter Geologie heutzutage bringt. Ein Job als besserer Bauarbeiter. Ich hätte interstellares Recht studieren sollen, wie Papa sagte. Ich muss es trotzdem für Emanuel erledigen. Keine Ahnung, was er mit dem Scanner gemacht hat, aber er macht einen großartigen Job, wenn es darum geht, bestimmte Mineralien zu finden. Immerhin besser als zu hoffen, irgendwie über die richtigen Aufschlüsse zu stolpern. Okay. Also der Emanuel, der hört sich ja nicht so freundlich an, ne? Also eher so ein bisschen
Hochnäsig, der Boy. Dann nehmen wir das mal mit. Oh, oh mein Gott. Es ist so dunkel, man sieht sie gar nicht. You're out of bounds. I'm not with Altera. Then your position is doubly precarious. What do you mean? If you're telling the truth, you're out of your mind. If you're lying, there'll be hell to pay. Wait! Who are you? Stay off my land. Nö, also wir werden hier weiter rumstapfen, ist ja irgendwo klar. Aber wir gehen erstmal hier, gucken uns erstmal den Kram hier an. Oh, da! Nice. I'm among the last of a dying civilization. If you were to compromise your well-being, the species could go extinct. What makes you think she's hostile anyway? A little grumpy maybe, but who wouldn't be, stranded out here alone? Das stimmt allerdings. Respond to my distress call. And she is well armed. Maybe she's afraid of us. I have no desire to find out. Ellen möchte das nicht. Ellen denkt sich so, ignorieren wir sie doch einfach. A map will come in Oh. handy. I should be able to find my way to Phi Robotics where Sam worked. Okay, aber wo sind wir gerade? Sind wir gerade da? Kann das sein? Oder sind wir da auf der Insel? Das Medikit nehmen wir auf jeden Fall mit. Und natürlich werden wir hier alles schön scannen, damit wir auch schön dekorieren können später, ne? Ist noch ein PDA. Wir lesen uns das normal durch. Parvin, zum letzten Mal, ich schummle nicht. Sam, wie lautet dann deine Theorie? Was ist los? Parvin, wenn du mich fragst, Zeta hat viel geblinzelt. Ich finde, das sagt einiges aus. Sam, er hat nicht ganz unrecht. Dann sage aber Zeta, ich bin allergisch. Fred, allergisch? Oh, blüht tatsächlich etwas in diesem gefrorenen Sektor. Zeta, Thermallinien und Thermallilien. Und wenn ihr euch gegen mich verschwört, seid ihr alle gefeuert. Fred, du bist nicht mal meine Vorgesetzte. Daniel, ihr seid alle so leichtgläubig. Ihr bekämpft euch gegenseitig und seht euch währenddessen mal Parvin an. Seht ihn euch nur an. Parvin, was mache ich denn? Ich mach doch gar nichts. Fred, lasst uns darüber abstimmen. Alle, die der Meinung sind, dass Zetas Allergie ein schwerer Fall von Alienitis ist, sagen Eindringling. Alle sagen Eindringling, bis auf Daniel. Daniel, oh, ich bin nur eine Beobachterin. Sam, ich setze aus. Fred, ist hier eine Art Wissenschaftlerverschwörung im Gange? Zeta, Sam, Danny, ihr drei seid euch plötzlich so einig. Zeta, oder wie ich schon sagte, Parvin schummelt. Parvin, langsam wünschte ich mir, es wäre so. Okay, hatten die einen kleinen Beef zusammen. So, das scannen wir auf jeden Fall auch. Das werden wir tatsächlich jetzt aber nicht durchlesen. Wir gucken erstmal, dass wir hier vorwärts kommen. Ich finde es ein bisschen schade, also zumindest habe ich das bisher noch nicht gesehen. Auch in der ersten Aufnahme nicht, ob man diese Gardinen haben könnte, weil ich finde das sehr, sehr schön. Aber mal gucken, vielleicht finden wir da ja noch ein bisschen was. So. Fred, Jen, du würdest mir nicht glauben, was das für ein Abenteuer für mich ist. Es ist wie damals, als wir Kinder waren und unter Wasserstadt gespielt. Nur, dass die Seemonster nicht nur so tun und ich mich hinter dir verstecken muss, wenn eins und ich mich nicht hinter dir verstecken muss, wenn eins vorbeischwimmt. Weil ich in meiner Seebahn in Sicherheit bin. In Sicherheit und sehr, sehr mutig. Bitte erzähl Papa davon. Vielen Dank übrigens für das Schnurrbart-Set. Um ehrlich zu sein, war ich mir zuerst nicht sicher, ob es ein ernst gemeintes Geschenk war. Körperpflege ist hier nicht gerade einfach und wie du weißt, war das noch nie meine große Stärke. Okay. Aber du wärst überrascht, wie praktisch Bartwachs im Notfall ist. Es gab etwas Ärger. Für eine Weile sabotierte jemand meine Bahn und ich dachte, ich würde weiße Mäuse sehen. Aber meine Freundin Sam hat mir geholfen, das zu klären. Und das, obwohl sie in letzter Zeit selbst ein paar Probleme hatte.
Um ehrlich zu sein, mache ich mir hier draußen manchmal ein bisschen Sorgen. Aber ich denke, das ist unter den gegebenen Umständen normal. Man muss mit einem geringen Risiko rechnen, oder? Ich sollte froh sein, tolle Freunde zu haben und gut bezahlt zu werden. Wie auch immer, ich hab dich lieb, Jen. Und Papa auch. Bitte sag ihm das von mir so, dass es ihn nicht in Verlegenheit bringt. Und keine Sorge, ich suche den perfekten Fisch als Souvenir für euch. Dein Lieblingsbruder. Ja, cool. Da hat jemand wohl den Job fürs Leben. Oh, wir haben sogar ein Rasier... Oh, wir haben ein Rasierset. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir das benötigen. Aber wer weiß, vielleicht benötigen wir das irgendwann für eine Quest oder so, für eine Aufgabe. Eine Modifizierungsstation. So, gibt es hier noch irgendwas? Ach, das Bett hier. Und da ist auch noch ein PDA. PDA. Jeremiah. Funkmast-Wartungsbericht. Ein neuer Tag, eine neue Beschädigung dieser geflügelten Furien. Wie immer bekam ich einen Interferenzenalarm. Wie immer ging ich raus, um zu sehen, was los war. Wie immer waren es gefrorene Stalagmiten aus gefiederten Vogelkot. Was? Befürchte die Auswirkungen auf meine Karriere, wenn ich das offen ausspreche, wenn man bei mir überhaupt von einer Karriere reden kann. Aber ich könnte schwören, dass ich ihr persönliches Ziel bin. Nach der Woche, in der ich an der Grippe erkrankt war, kam ich zurück und fand den Mast makellos vor. Parvin lachte mich aus, als ich ihn fragte, wie er ihn gereinigt habe. Ich Idiot, als würde Parvin jemals etwas reinigen. Mir bleibt nichts weiter übrig, als aufzugeben. Aber ich weiß, dass die Vögel genau das wollen. Ach ja, ich habe den Mast wieder zum Laufen gebracht. Wartung abgeschlossen. Oh je, der Arme. Das hört sich ja nicht so optimal an, würde ich sagen, ne? Mit die Jukebox schon, nee. Die Jukebox ist auch, das wird cool. Dann machen wir den Schrank. Das können wir schon. Haben wir den jetzt? Ja. Oder? Haben wir den jetzt? Okay, das haben wir schon. Oh, da ist noch so ein Datendings. Was können wir da? Mal gucken. Scannerraum. Okay. Cushy setup. Must belong to one of those higher. Ah, guck mal, da haben wir den Emanuel, von dem wir vorhin gehört haben. About Sam here. Der liebe Herr, der Sachen verlangt. Ich finde das mit den Gardinen und so sehr, sehr schick. Aber mal gucken, vielleicht finden wir da ja irgendwie noch was. So, PDA. Emanuel. Guten Morgen, Froststrudel. Nur ein kurzes Update, um euch über einige wichtige Erfolge und Prioritätsverschiebungen zu informieren, die ich niemandem von euch vorenthalten will. Das Speer-Pinguin-Projekt war ein voller Erfolg. Bitte lasst uns alle zusammen Samantha Ayu gratulieren, die nun Außenposten 0 zugeteilt wird. Ah, okay. Damit wir mit ihr von zukünftigen Initiativen träumen können. Herzlichen Glückwunsch auch an Danielle Valenti und ihr Team von Omega Labor. Omega Lala. Durch die Schließung der Viehrobotik können wichtige Mittel in ihre Studie zum Kara-Erreger umgeleitet werden. Das hat bedeutende positive Auswirkungen auf das Studium der Biowissenschaften. Ihr macht alle einen außergewöhnlichen Job und ich möchte nichts versprechen, aber die Zentrale hat es zur Kenntnis genommen. Macht alle weiter so und dann denke ich, können wir uns bald über Prämien unterhalten. Ah, da ist ein Aquarium, das nehmen wir natürlich auch mit. Und natürlich das Observatorium, weil das ist eigentlich ganz cool, aber das würde ich für den Anfang noch nicht empfehlen. Ich meine, das ist ein sehr großer Ressourcenfresser. Ein normaler Pflanztopf. Und hier ist noch ein PDA. Emanuel. David, du wirst bestimmt mit Freuden hören, dass das Froststrudel ausgezeichnete Fortschritte macht. Ich muss schon sagen, mein Führungsstil scheint für isolierte Planeten genau richtig zu sein. Natürlich vermisse ich dich, aber spürst du es nicht auch? So gut wie wir
so gut wir uns auch zusammen machen. Getrennt sind wir fast besser. Oh, das hört sich so grauenhaft an. Sieh dir nur an, wie gut sich Prosperina in ihrer letzten Show geschlagen hat. Es tut mir zwar leid, dass ich sie mir nicht ansehen konnte, aber wenn ich da gewesen wäre, hätte ich sie bestimmt nur nervös gemacht. Sobald diese Mission erledigt ist, komme ich ein paar Monate lang nach Hause. Was hältst du davon, wenn wir dann unsere Erwartungen entsprechend anpassen, damit es auch bei längeren Trennungen gut läuft? Ich bin wirklich der Meinung, dass das in Zukunft ein tolles Konzept für uns sein könnte. Nicht nur was die Liebe angeht. Vergiss nicht, ich liebe dich vom ganzen Herzen. Weiterhin viel Erfolg bei deinen Projekten. Du weißt, dass es für mich nichts Attraktiveres gibt. Okay. So, der Pflanztopf kommt auch noch mit. Der ist mir nämlich gerade auch noch eingefallen. So, dann gehen wir mal weiter. Da oben ist ja auch noch was. Ich glaube, das ist sogar der Funkmast, aber ich bin mir nicht sicher. Jetzt mal ein bisschen aufheizen hier. Und da ist auf jeden Fall noch ein Tisch. Was gibt es denn hier? Statusbericht. Scan des Sektors 0. 2 lebende Humanoide geortet, nicht autorisierte Konstruktion von Basen und Fahrzeugaktivität festgestellt. Empfehlungen beobachten und auf mögliche Interventionen einstellen. Okay. Sieht man denn hier irgendwas von hier oben? Ja, wir müssen hier irgendwie ein Testmodul starten. Das hatte ich in der ersten Aufnahme auch. Das lese ich mir jetzt nicht nochmal durch. Das ist sozusagen die Erklärung, wie das gemacht wird. Aber ich glaube, da fehlt uns noch was für. Wir gehen mal wieder uns aufwärmen und dann kommen wir eigentlich schon zurück. Denn wir haben jetzt genug auch, um eine Basis zu bauen. Und das sollten wir als erstes tun, denn der Weg bis in diese tieferen Gewässer ist dann doch ein bisschen heftig, finde ich. So, das ist auf jeden Fall der letzte Punkt der Pilotin. Bin ich mal gespannt. Wir werden aber erstmal, wie gesagt, ein bisschen Basis bauen, weil das empfinde ich doch als wichtig, besonders zwecks ein bisschen Storage, ein bisschen Lagerraum. Dann gehen wir mal zurück. Oh, das empfinde ich tatsächlich gerade als sehr, sehr gruselig, muss ich sagen, weil mir gerade eingefallen ist, dass wir ja auf dem Hinweg schon so ein paar nette Viecher da hatten. Ich werde auch gleich direkt erstmal die Batterie wechseln, damit wir nicht böse Überraschungen haben. Und dann geht's hier runter, ne? So. Schwimm mal hier durch, in der Hoffnung, dass uns nichts Merkwürdiges erwischt. Oh oh. Ja, das ist doch ein bisschen näher, als ich dachte, glaube ich. Oh, scheiße. Ja, ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, wie wir da jetzt dran gehen. Denn ich sehe das als sehr, sehr bedrohlich an gerade. Ich weiß auch nicht, warum ich in der ersten Aufnahme so viel Glück hatte und anscheinend nichts gespawnt ist. Oh, das ist hier direkt irgendwo. Es gefällt mir nicht. Es gefällt mir ganz und gar nicht. Ja, das da vorne. Wir werden mal gucken, dass wir... Oh, lol. Da ist ja noch ein zweites. Ach, scheiße, ey. Ah, Leute. Weil bei der letzten Aufnahme gab es zum Beispiel die auch gar nicht. Okay, sie sind sehr, sehr weit weg. Wir ziehen jetzt straight durch, in der Hoffnung, dass uns nichts erwischt. Ich bin auch sehr, sehr erstaunt, dass ich bei der ersten Aufnahme wohl keine gefährlichen größeren Viecher hatte. Wir werden einfach straight geradeaus. Nicht nach hinten gucken. Okay. Okay. Es ist also ein bisschen schwieriger diesmal, in der Aufnahme für uns vorwärts zu kommen. Denn wie gesagt, bei der ersten Aufnahme konnte ich einfach straight durch.
So, wir gehen hier rein. Und dann nehmen wir das hier mal an. No, neither do you. But your sister was Altera. My sister was my sister. She worked for Altera. My people do not perceive a difference. We are what we work for. Well, Sam wasn't. I should have guessed Altera would find a way to clip Sam's wings, like I knew they'd do to mine. I tried to warn her, and she was stubborn, just like me. Ever since I was a kid, I always wanted to be so different from her. Scrappier, faster, way less play by the rules. Was Sam working in the best interest of Altera? Yes, but they definitely didn't think so. We believe that individuals may operate in the best interest of the collective or against the best interest of the collective. There is no in-between to us. So you always saw eye to eye on absolutely everything with your network? No, I sense there's more to this story. and more to your sister's story as well. That's fine. Change the subject. We'll come back to it later. So, dann werden wir... Das Konstruktionswerkzeug war... Ach so, weil wir keine... So. You can construct sea bases from raw materials, advising against exploring a frozen water continent without a base. No bed, no storage, no place to put a fabricator module. No fun. Ja, das ist aber leider tatsächlich wahr, dass wenn wir keine Basis haben, dass wir keinen Spaß haben. Weil wir halt einfach keine Möglichkeiten haben, irgendwie mal was zu lagern. Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. So, wir gehen mal straight rüber und platzieren uns dann mal ein bisschen da hinten. Weil das empfinde ich als ganz gute Idee, weil wir dann ein bisschen kürzere Wege auch haben. Gerade gucken, wo das denn am schlausten wäre. Eigentlich hier, finde ich.